Willkommen, Freunde des Totengräbers. Vor einiger Zeit inspirierte mich ein Kommentar dazu, mal ein Video zu machen, in dem ich über meine Zeit als Friedhofsgärtner und Totengräber erzähle. Dem komme ich sehr gerne nach. Danke noch einmal für die Idee. Ich habe das Thema aufgeteilt und ein Video über meine Tätigkeit als Totengräber ist schon veröffentlicht. Für die, die es noch nicht gesehen haben, setze ich einen Link ans Ende dieses Videos. Heute geht es also um meine Zeit als Friedhofsgärtner. Allerdings gibt es in diesem Video im Grunde nichts zu sehen, außer einigen beliebigen Friedhofsbildern. Da es noch keine Smartphones gab und ich nicht auf die Idee kam, eine Kamera mit zur Arbeit auf den Friedhof zu nehmen, habe ich keine Bilder aus der Zeit. Ich konnte ja nicht vorausahnen, dass ich einige Dutzend Jahre später mal ein Video über meinen Beruf ins Internet stellen würde. Eigentlich konnte ich nicht mal das Internet vorausahnen. Wie dem auch sei. Ihr braucht also nur meiner Stimme zu lauschen und könnt nebenbei die Augen schließen, Fledermäuse füttern oder was ihr sonst zu tun habt. Und wie im letzten Video auch. Alles, was ich euch hier erzähle, basiert auf meinen eigenen Erfahrungen zu der damaligen Zeit und muss nicht allgemeingültig sein. Als erstes möchte ich gerne mit einem Missverständnis aufräumen. Ich habe in meinem Leben oft Unterhaltungen geführt, die sich in etwa so anhörten. Und, was machst du beruflich? Ich bin Friedhofsgärtner. Oh, da kannst du mir bestimmt helfen. Ich habe letztes Jahr Erdbeeren in meinen Garten gepflanzt, aber die Beeren werden gar nicht dick, die bleiben so klein und schrumpelig. Woran kann das liegen? Tut mir leid, da kann ich dir nicht helfen. Da fehlt mir die Erfahrung. Wir pflanzen nämlich so selten Erdbeeren auf die Gräber. Also merke, Gärtner ist nicht gleich Gärtner. Wer in Deutschland Gärtner werden möchte, hat die Wahl zwischen 7, 8 Fachrichtungen. Da gibt es den klassischen Zierpflanzengärtner, der in seinem Gewächshaus Blumen züchtet und großzieht. Die Baumschule, die das gleiche mit Bäumen und Sträuchern macht. Sowie die Stauden-, Gemüse- und Obstgärtner, die, ihr könnt es euch denken, Stauden, Obst und Gemüse anbauen. Alle diese Gärtnereien produzieren Pflanzen und verkaufen diese an Endverbraucher oder auf dem Großmarkt. Dann gibt es noch Landschaftsgärtnereien. Diese planen und bauen Gärten und Grünflächen wie Parks. Zu ihrem Aufgabengebiet gehört auch das Pflastern von Wegen und Plätzen. Seit kurzem gibt es in einigen Bundesländern die Verkaufsgärtner. Diese arbeiten in Gartenmärkten und Gartenabteilungen von Baumärkten. Ihre Hauptaufgaben sind das Beraten von Kunden und Pflege der Pflanzen im Markt. Und dann endlich kommen wir zum Friedhofsgärtner. Dieser arbeitet natürlich auf dem Friedhof. Die Grenzen zwischen den Teilbereichen sind recht fließend. So kann eine Zierpflanzengärtnerei auch einen Außenbereich mit Baumschule haben. Eine Friedhofsgärtnerei, ein Gewächshaus zum Pflanzenzüchten und so weiter. Wird man Friedhofsgärtner, hat man zwei Möglichkeiten. Man bekommt einen Job in einer städtischen Friedhofsverwaltung. Die kümmert sich um die Allgemeinflächen auf dem Friedhof, Mähen der Rasenflächen, Schneiden der Hecke um den Friedhof, Mülleimer leeren, Grablöcher ausheben und so weiter. Oder man arbeitet in einer privaten Friedhofsgärtnerei. Diese kümmert sich im Auftrag von Hinterbliebenen um die Gräber. Dies geschieht auf zwei Arten. Entweder durch Einzelaufträge. Bitte pflanzen Sie die bestimmten Pflanzen auf das Grab. Bitte entfernen Sie den abgestorbenen Busch vom Grab. Die Erde ist abgesagt. Bitte füllen Sie das auf. Und so weiter und so weiter. Oder man schließt einen Pflegevertrag für einen längeren Zeitraum ab. Die Gärtnerei übernimmt dann die Pflegearbeiten am Grab, wie Unkraut zupfen, Blumen gießen, jahreszeitliche Bepflanzung und ähnliches. Also alles das, was sonst der Angehörige selbst tun würde. Ich wurde gefragt,
Was hat dich bewogen, Friedhofsgärtner oder Totengräber zu werden? Tja, nix. Es ist nicht so gewesen, dass man mich als Kind fragte, und, was möchtest du machen, wenn du groß bist? Und ich habe geantwortet, Leichen verscharren. Nein, schade eigentlich. Was mich aber schon früh im Leben faszinierte, war das Gestalten von Landschaften. Ob nun die aufwendigen künstlichen Landschaften in Freizeitparks oder interessante Vorgärten auf dem Schulweg. So war der Landschaftsgärtner einer meiner Berufswünsche. Aber zuerst galt es, Abitur zu machen. Eventuell wollte ich auch studieren, Paläontologie oder Archäologie. Im Grunde gar nicht so weit weg von meinem späteren Beruf. Mit dem Unterschied, dass der Totengräber die Knochen, die er ausgräbt, auch wieder vergräbt. Während meiner Abiturzeit merkte ich aber irgendwann, dass mir das ständige Schulbankdrücken mächtig auf den Sarg ging. Außerdem hatte ich immer mehr das Gefühl, mir die falsche Schule ausgesucht zu haben. Ich wollte weg und arbeiten. Wie erwähnt, gab es das Internet noch nicht. Um an Adressen von Landschaftsgärtnereien zu kommen, die Leute suchten, ging man damals zum Arbeitsamt. Während der Amtsmitarbeiter mir einige Adressen ausdruckte, führten wir in etwa folgende Unterhaltung. Wäre Friedhofsgärtner auch was für Sie? Keine Ahnung, was macht er? Er geht mit seiner Schubkarre über den Friedhof und hat eine Liste, wie viele Blumen er auf welches Grab pflanzen soll. Klar, warum nicht? So bekam ich mehrere Adressen von Landschaftsgärtnereien und eine von einer Friedhofsgärtnerei. Ich rief alle Firmen an, um zu fragen, auf welche Art sie gerne meine Bewerbung hätten. Während alle Landschaftsgärtnereien eine schriftliche Bewerbung wollten, lud mich die Friedhofsgärtnerei gleich am nächsten Tag zu einem Gespräch ein. Nach einer Woche Probearbeiten bot man mir eine Stelle an. Dass dazu auch die Tätigkeit eines Totengräbers gehörte, wusste ich, glaube ich, da noch nicht. Daher sagte ich, es hat mich nichts bewogen, Totengräber zu werden. Das kam rein zufällig. Eine andere Frage, die mir gestellt wurde, lautete, wie sah dein Tagesablauf aus? Nun, der Tagesablauf war äußerst unspektakulär. Der Chef der Firma fuhr in aller Frühe zum Großmarkt und kaufte Blumen für die Gärtnerei und den Blumenladen ein. Wenn wir morgens zur Arbeit kamen, luden wir oft als erstes den Wagen aus und sortierten die Einkäufe. Anschließend wurden die Aufgaben des Tages verteilt. Person A und B sollten einige Einzelaufträge erledigen, C und D mit der Pflege im Grabfeldnummer sowieso anfangen. Jeder nahm sich eine Schubkarre oder eines der Fahrzeuge, das benötigte Werkzeug und eventuell benötigte Pflanzen und machte sich an die Arbeit. Einzelaufträge waren natürlich abwechslungsreicher und man konnte sich etwas kreativer betätigen. In der Grabpflege lief man oft tagelang von Grab zu Grab und zupfte Unkraut. Natürlich nahmen wir zu jeder Zeit Rücksicht auf die Angehörigen. Fand in der Nähe eine Beerdigung statt, stellten wir dort das Arbeiten ein und erledigten erst etwas anderes. Da wir Filialen an mehreren Friedhöfen hatten, wechselten wir immer wieder zwischen den Friedhöfen hin und her. Ein paar Wochen hier, ein paar Wochen dort. Manchmal hatten wir auch interne Arbeit zu tun. Wir hatten einige Freibeete, auf denen wir selbst Pflanzen vermehrten. Mittags gab es eine Pause und abends wurde das Werkzeug gereinigt und Feierabend gemacht. Wie gesagt, unspektakulär. Was wahrscheinlich interessanter ist, sich den Jahresablauf anzusehen, denn die Aufgaben wechseln mit der Jahreszeit. Das Arbeitsjahr begann im Februar, glaube ich. Wir fingen damit an, auf den Gräbern, die wir zur Pflege hatten, die Wintergestecke zu entfernen, die Beete umzugraben und zu düngen, um sie für das neue Jahr vorzubereiten. Kurz danach begann die erste Bepflanzung der Beete auf den Gräbern.
Außerdem wurden die bodendeckenden Pflanzen geschnitten. Mit Erwachen der Natur meldete sich das sogenannte Unkraut zu Wort. Alles, was wuchs, wo es nicht hin sollte, musste weg. Eine Aufgabe, die einen das ganze Jahr begleitet. Zum Sommer hin wurde die Beetbepflanzung auf den Gräbern ausgetauscht. Die Pflanzen, die im Frühling geblüht hatten, wurden nun welk und wurden gegen Pflanzen ausgetauscht, die im Sommer blühen. Außerdem musste im Sommer dafür gesorgt werden, dass die Pflanzen genug Wasser bekamen. Daher begannen wir unsere Tage im Sommer meist damit, meterlange Schläuche über den Friedhof zu ziehen und die ganzen Pflegegräber zu gießen. Keine leichte Aufgabe. Der Schlauch war schwer durch seine Länge. Stellen, die mit Schlauchschellen geflickt waren, blieben gerne mal irgendwo hängen. Und man musste immer aufpassen, mit dem Schlauch keine Pflanzen oder Grabdeko zu beschädigen. Da es für Pflanzen nicht gut ist, sie in der strahlenden Sonne zu gießen, fingen wir an heißen Tagen oft 1 oder 2 Stunden früher an. So entgingen wir dann auch der Nachmittagshitze, denn wir machten dann auch eher Feierabend. Der Herbst war teilweise eine stressige Zeit auf dem Friedhof. Das Gießen fiel zwar weg, da es im Herbst ja genug regnete, dafür fiel das Laub. Ganze Tage liefen wir nur mit Rechen und Laubsauger über die Friedhöfe, um das Laub von den Gräbern zu sammeln. Die Leute von der Stadtverwaltung taten das Gleiche mit den Wegen. Da zu der Zeit viele Gestecke und Pflanzschalen verkauft wurden, das waren Tonschalen, die entweder mit Herbstpflanzen oder mit Tannengrün und Trockenblumen bestückt waren, unterstützten wir die Floristinnen etwas und bepflanzten in der Gärtnerei solche Schalen oder umwickelten Strohkränze mit Tannengrün, damit die Floristinnen später Gestecke darauf machen konnten. Außerdem wurde die Bepflanzung auf den Gräbern wieder ausgetauscht. Die Sommerblüher kamen weg und es kamen entweder Herbstpflanzen oder die genannten Gestecke und Schalen auf die Gräber, je nach Kundenwunsch. Dies alles musste bis zum 31. Oktober geschehen sein. Am 1. November ist Allerheiligen. Viele Angehörige kamen dann auf die Friedhöfe, um den Verstorbenen zu gedenken. Dann musste jedes Grab ordentlich aussehen und fertig bepflanzt sein. Daher konnten wir weniger Rücksicht auf das Wetter und die Arbeitszeit nehmen. So kam es vor, dass wir auch im strömenden Regen arbeiteten, und auch die ein oder andere Überstunde sammelte sich an. Aber für mich hatte diese Zeit auch etwas Besonderes. Manchmal wurde es schon dunkel, wenn wir noch arbeiteten, und überall auf den Gräbern waren Kerzen entzündet. Ein Meer von roten Lichtern flackerte überall, und die vielen Herbstgestecke aus Tannengrün und Pinienzapfen verbreiteten einen winterlichen Geruch. Für mich war das immer schon die Vorstufe zur Weihnachtszeit. Nach Allerheiligen war auf dem Friedhof kaum noch etwas zu tun. Die Werkzeuge und Fahrzeuge wurden eingelagert. Die Gesellen wurden entlassen und im Frühjahr wieder eingestellt. Als ich anfangs noch ein Auszubildender war, konnte man mich natürlich nicht für 2, 3 Monate entlassen. Ich wechselte in eine andere Firma, eine Zierpflanzengärtnerei. Dort arbeitete ich über den Winter warm und trocken in den Gewächshäusern und erhielt einen guten Einblick in diesen Zweig der Gärtnerei. Sorry, das Wortspiel war nicht beabsichtigt und es fiel mir auch erst später auf. War der Winter vorbei, trafen wir uns alle wieder in der Friedhofsgärtnerei und das Jahr begann von vorn. Ich hoffe, ich konnte euch den gewünschten informativen Einblick in die Tätigkeit eines Friedhofsgärtners geben. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt einen Kommentar und ich beantworte sie gerne. Danke fürs Zuhören und für euer Interesse.